Portugal hat Sonne im Überfluss. Da klingt die Idee zunächst vollkommen logisch. Solarmodule aufs Dach, einen Batteriespeicher ins Haus und nie wieder eine Stromrechnung bezahlen. Aber ist ein vollständig netzunabhängiges Leben in Portugal 2026 wirklich günstiger? Oder kostet echte Energieunabhängigkeit am Ende mehr, als viele Auswanderer erwarten? Schauen wir zunächst auf ein normales Einfamilienhaus. Nehmen wir als Rechenbeispiel einen jährlichen Stromverbrauch von ungefähr 4500 Kilowattstunden. Das ist natürlich nur ein Modell. Ein Haus mit Klimaanlage, elektrischer Warmwasserbereitung, Pool oder Elektroauto kann erheblich mehr verbrauchen. Eine Photovoltaikanlage mit ungefähr 4 Kilowatt Leistung kann in Portugal grundsätzlich einen großen Teil dieses Bedarfs erzeugen. Wie viel tatsächlich produziert wird, hängt jedoch vom Standort, der Dachausrichtung, möglichen Verschattungen und der Qualität der Anlage ab. Für eine solche Solaranlage ohne Batteriespeicher muss man derzeit grob mit mehreren tausend Euro rechnen. Der größte finanzielle Vorteil entsteht, wenn der produzierte Strom direkt im eigenen Haus verbraucht wird, also tagsüber. Waschmaschine einschalten, Warmwasser erzeugen, Geräte laden oder eine Klimaanlage betreiben. Denn jede selbstverbrauchte Kilowattstunde muss nicht teuer aus dem öffentlichen Netz gekauft werden. Überschüssiger Strom kann in Portugal grundsätzlich ins Netz eingespeist und verkauft werden. Allerdings bringt eine verkaufte Kilowattstunde gewöhnlich deutlich weniger ein, als man für eine gekaufte Kilowattstunde bezahlen muss. Deshalb entscheidet nicht nur die Größe der Anlage über die Ersparnis. Entscheidend ist vor allem, wie viel Solarstrom man selbst nutzen kann. Und damit kommen wir zur Batterie. Ein Batteriespeicher nimmt den überschüssigen Strom vom Nachmittag auf und stellt ihn abends oder nachts wieder zur Verfügung. Das erhöht den Eigenverbrauch und reduziert den Strombezug aus dem Netz. Denn ein Speicher ist auch einer der teuersten Bestandteile des Systems. Für ungefähr 5 Kilowattstunden Speicherfähigkeit können einschließlich Technik und Installation mehrere tausend Euro zusätzlich anfallen. Rechnen wir bewusst einfach. Kostet eine Solaranlage ohne Batterie etwa 6.000 Euro und spart bzw. erwirtschaftet sie jährlich rund 600 Euro, lege der rechnerische Break-Even bei ungefähr 10 Jahren. Kostet eine Kombination aus Solaranlage und Batterie dagegen 10.000 Euro und bringt jährlich rund 800 Euro, wären es etwa 12 bis 13 Jahre. Das sind keine Garantien. Stromtarif, Verbrauchsdaten, Finanzierung, Wartung, Einspeisevergütung und mögliche Reparaturen können das Ergebnis deutlich verändern. Eine Batterie macht eine Anlage also unabhängiger. Sie macht sie aber nicht automatisch schneller rentabel. Und dann gibt es noch die bewölkten Monate. Auch in Portugal produziert eine Solaranlage im Winter weiter Strom. Doch die Tage sind kürzer, die Sonne steht tiefer und längere Schlechtwetterphasen können die Produktion stark reduzieren. Eine Batterie erzeugt dabei keine neue Energie. Sie kann nur speichern, was die Solarmodule vorher geliefert haben. Wer wirklich ohne Netzanschluss leben möchte,
benötigt deshalb meist eine größere Solaranlage, wesentlich mehr Speicherkapazität und möglicherweise sogar einen Generator für längere Schlechtwetterperioden. Damit steigen die Investitionskosten und technische Risiken deutlich. Das führt zum wichtigsten Ergebnis. Für die meisten Hausbesitzer und Auswanderer ist nicht die vollständige Abkopplung vom Stromnetz die wirtschaftlichste Lösung. Oft ist ein netzgekoppeltes System sinnvoller. Die Solaranlage senkt tagsüber die Stromkosten. Eine passend dimensionierte Batterie kann den Eigenverbrauch erhöhen und das öffentliche Netz bleibt als Absicherung erhalten. Echte Unabhängigkeit kann trotzdem sinnvoll sein, zum Beispiel bei einem abgelegenen Grundstück, bei dem ein neuer Netzanschluss sehr teuer wäre, oder für Menschen, die Versorgungssicherheit höher bewerten als eine möglichst schnelle finanzielle Rendite. Doch wer ausschließlich Geld sparen möchte, sollte nicht mit der maximalen Anlage beginnen. Zuerst sollte der tatsächliche Jahresverbrauch ausgewertet werden. Dann sollte man prüfen, zu welchen Tageszeiten der Strom genutzt wird. Und erst danach entscheidet man, ob ein Speicher wirtschaftlich wirklich notwendig ist. Solarenergie kann sich in Portugal durchaus lohnen, aber die günstigste Lösung ist häufig nicht das Haus ohne Stromnetz, sondern ein Haus, das möglichst viel eigenen Solarstrom nutzt und das Netz nur noch dann benötigt, wenn die Sonne und der Speicher nicht ausreichen. Was wäre für dich wichtiger? Eine möglichst schnelle Ersparnis oder echte Unabhängigkeit vom Stromnetz? Schreib es in die Kommentare.